Bitcoin kaufen. Hier kommt unsere Anleitung zu deinem Einstieg in die Welt der Kryptowährungen. Wie und wo kann ich Bitcoin kaufen? Welcher Anbieter ist der beste? Lohnt sich ein Bitcoin-Kauf überhaupt noch? In diesem Video erfährst du alles, was du zum Investieren in BTC wissen musst. Bitcoin hat das Kürzel BTC und ist die größte und älteste Kryptowährung. Sie wurde im Jahr 2009 von einem anonymen Entwickler namens Satoshi Nakamoto erfunden. Der Bitcoin-Kurs verlief seitdem rasant und schlägt in der Performance so ziemlich alles bisher Dagewesene. Im Jahr 2010 lag der Preis noch bei wenigen US-Dollar-Cent. Bis Juni 2011 kletterte er bereits auf über $30 hoch. Im November 2013 wurde dann die 1000-Dollar-Marke durchbrochen. 4 Jahre später, im Dezember 2017, erreichte der Preis von Bitcoin fast 20.000 US-Dollar. Das bisherige Allzeithoch markierte die Mutter aller Kryptowährungen im November 2021 bei ca. 69.000 US-Dollar. Zwischen diesen Hochs lagen allerdings Korrekturen von bis zu 94%, die die Nerven von Investoren sehr strapazieren konnten. Beim ersten dokumentierten Bitcoin-Handel gingen im Jahr 2010 2 große Pizzen für 10.000 BTC über den Tisch. Heute wären das mehrere 100 Millionen US-Dollar, vorausgesetzt, man hätte vorher nicht verkauft. Keine Frage also, wer zum richtigen Zeitpunkt eingestiegen ist und etwas Geduld und Durchhaltevermögen mitgebracht hat, konnte starke Renditen einfahren. Doch immer wieder geistern negative Meldungen durch die Presse, die von gestohlenen Kryptowährungen und geprellten Anlegern berichten. Viele stellen sich daher die Frage, wo kann ich seriös Bitcoin kaufen? Hierbei helfen wir euch mit unserem Anbietervergleich. Wir von BTC Echo sind das größte deutschsprachige Vergleichsportal für Kryptobörsen und Broker. Hier auf unserer Website in der Review-Sektion findest du eine Auswahl der besten Anbieter, die wir bereits für euch unter die Lupe genommen haben. Du kannst dir über verschiedene Filter die Features zusammenstellen, die dir bei der Wahl deiner Börse oder deines Brokers wichtig sind. Die zahlreichen Bewertungen stammen von der BTC Echo Community und können dir bei der Entscheidungsfindung helfen. Die besten Bewertungen haben zurzeit Bitpanda aus Österreich, Relay aus der Schweiz und Kraken aus den USA. Die besten deutschen Anbieter sind aktuell Just Trade auf Platz 4 und Bison auf Platz 5. Jede Börse bietet unterschiedliche Features und Highlights. Je nach Anleger kann sich die richtige Wahl daher immer unterscheiden und wo man letztendlich seine Bitcoin oder andere Kryptowährungen kauft, hängt am Ende von den eigenen Vorlieben ab. Der Kauf von Bitcoin läuft in der Regel immer gleich ab. Erstens Anbieter auswählen. Zweitens dort anmelden und registrieren. Und drittens Bitcoin mit Euros kaufen. Um ganz klassisch Bitcoin zu kaufen, verwenden Anleger in der Regel einen Broker oder eine Börse. Bei einem Broker kauft man seine Coins vom jeweiligen Anbieter, bei einer Börse kauft man sie von anderen Nutzern. Bei beiden Möglichkeiten für den Bitcoin-Kauf zahlt man eine Vermittlungsgebühr. Wie hoch diese Gebühr ist, hängt immer vom jeweiligen Anbieter ab. Risikofreudigere Anleger, die keinen Wert darauf legen, ihre Kryptowährungen auch physisch zu besitzen und nur kurz für Spekulationsgewinne halten möchten, können auch über einen CFD-Kauf nachdenken. Hier kann man seine Trades mit einem Hebel versehen, was die potenzielle Rendite erhöht, aber auch die Gefahr des schnellen Kapitalverlustes mit sich bringt. Ebenfalls ist es möglich, mit CFDs auf fallende Kurse zu setzen. Eine weitere Möglichkeit, bei der man in Kryptowährungen investiert, ohne diese auch zu besitzen, sind Krypto-ETPs. Bei den Exchange Traded Products handelt es sich um Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung nachgebildet werden. Solche ETPs kann man häufig bei Brokern von Banken handeln. Wer Bitcoin kaufen möchte und sich für einen Anbieter entschieden hat, sollte dort ein Konto anlegen. Bei allen seriösen Anbietern müssen Neukunden einen Verifizierungsprozess durchlaufen. Man geht dabei wie folgt vor. Bankkonto bestätigen, Personalausweis oder Reisepass bereithalten und damit abschließend die Identität nachweisen. Das geschieht in der Regel per Video- oder Postident-Verfahren. Nach der Verifizierung kann es auch schon losgehen. Du überweist das Geld, das du investieren möchtest, per Kreditkarte, Überweisung, PayPal oder einer anderen angebotenen Methode an den jeweiligen Anbieter. Im Anschluss kannst du ganz einfach deine Bitcoin kaufen. Suche dafür nach dem Handelspaar BTC-EUR. Bevor du Bitcoin kaufst, solltest du einige Dinge beachten. Erstens, verstehe die Risiken. Bitcoin ist, wie eingangs erwähnt, eine volatile Anlageklasse.
Das bedeutet, dass der Kurs in kurzer Zeit stark steigen oder fallen kann. In solchen Momenten ist es wichtig, sich nicht zu überstürzten Handlungen hinreißen zu lassen, sondern sich im Voraus Gedanken über mögliche Ein- und Ausstiegsszenarien gemacht zu haben. Zweitens, bewahre deine Bitcoin sicher auf. Bitcoin werden in Wallets, also in digitalen Brieftaschen, aufbewahrt. Es gibt Hot Wallets online und Cold Wallets offline. Letztere sind deutlich sicherer. In der Regel sollte man seine Bitcoin selbst verwahren und nicht auf Börsen oder Brokern rumliegen lassen. Wenn du dir einen Überblick über die verschiedenen Aufbewahrungsmöglichkeiten verschaffen möchtest, dann empfehlen wir dir hier unseren Wallet-Vergleich. Wir haben für dich die wichtigsten Bitcoin-Wallets unter die Lupe genommen. Du kannst wie beim Börsen- und Broker-Vergleich über Filter die für dich wichtigsten Features auswählen. Auch hier kannst du bereits auf jede Menge Nutzerbewertungen zurückgreifen, die dir deine Entscheidung erleichtern können. Drittens, schau dir deine Börse oder deinen Broker genau an. Achte auf Bewertungen und Empfehlungen, bevor du dich entscheidest. Ein Vergleich kann sich lohnen. Und damit sind wir auch direkt bei viertens, achte auf die Gebühren. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf können variieren. Auch hier kann es sich lohnen, die Anbieter miteinander zu vergleichen. Wie wird Bitcoin versteuert? Wenn du Bitcoin über ein Jahr hältst, ohne etwas davon zu veräußern, ist der Bitcoin-Handel in Deutschland steuerfrei. Wenn weniger als ein Jahr zwischen Kauf und Verkauf verstreicht und der Gewinn unter 600 Euro bleibt, ist der Handel immer noch steuerfrei. Ansonsten fallen Steuern an. Das gilt auch, wenn du deine Bitcoin vor der Jahresfrist gegen andere Kryptowährungen tauschst. Um dir die Steuererklärung mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu erleichtern, gibt es bereits extra darauf spezialisierte Steuersoftware. Hier in unserer Review-Sektion haben wir die besten Anbieter für euch analysiert. Auch hier kommen wieder jede Menge Nutzerbewertungen hinzu, die dir bei der Auswahl helfen. Ist der Kauf von Bitcoin illegal? Nein, der Kauf von Bitcoin ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz und so gut wie in allen anderen Ländern auf der Erde legal. In Ländern wie El Salvador und der Zentralafrikanischen Republik ist die Kryptowährung sogar offizielles Zahlungsmittel. Dort kann man Bitcoin an vielen Orten auch analog kaufen. Tatsächlich wäre es so gut wie unmöglich, eine Kryptowährung wie Bitcoin zu verbieten. Schließlich haben wir es hier mit einem internationalen und dezentralen Zahlungsnetzwerk zu tun. Das bedeutet, dass es keine feste Instanz oder gar einen Firmensitz gibt, denen man das Geschäft versagen könnte. Man könnte höchstens das Mining von Bitcoin verbieten, was aber in der Konsequenz lediglich dazu führen würde, dass Miner ihre Tätigkeiten in andere Länder verlegen würden. Oder es könnte Banken untersagt werden, Überweisungen auf Kryptobörsen durchzuführen, also würde die Fiat-On-Ramp angegriffen. Da aber die EU 2023 mit ihrer Mika-Regulierung gerade erst juristische Klarheit in weite Teile des Kryptospaces gebracht hat, scheint dies für deutsche Investoren sehr unwahrscheinlich. Um die Kryptowährung Bitcoin als illegal einzustufen, müsste die gesamte Welt an einem Strang ziehen und ein allgemeingültiges Verbot formulieren. Ein Bitcoin-Verbot ist also extrem unwahrscheinlich. Bitcoin kaufen oder nicht? Ob es sich noch lohnt, Bitcoin zu kaufen, hängt immer auch vom Zeithorizont und der Risikobereitschaft des jeweiligen Investors ab. Für Bitcoin-Fans ist die Sache klar. Ja, es lohnt sich. Schließlich ist der Bitcoin-Vorrat auf 21 Millionen begrenzt und wird mit der Zeit immer knapper. Beim Bitcoin-Halving, das etwa alle 4 Jahre stattfindet, wird der Nachschub an neuen Coins halbiert. Bis jetzt gab es nach jedem Halving früher oder später einen Kursanstieg, bei dem der Bitcoin-Kurs zu neuen Höchstständen kletterte. Analysten gehen wegen dieser Angebotsverknappung davon aus, dass der Bitcoin-Kurs im Jahr 2025 auf bis zu 100.000 US-Dollar steigen könnte. Ob das tatsächlich eintritt, kann man jedoch nicht mit Sicherheit sagen. Auch hängt der Bitcoin-Kurs stark mit der globalen Geldmenge M2 zusammen. Wer also davon ausgeht, dass in Zukunft noch mehr Fiat-Geld gedruckt wird, für den könnte sich ein Bitcoin-Investment lohnen. Und hier noch ein wichtiger Hinweis. Viele fragen sich, ob sie sich beim aktuellen Kurs überhaupt noch Bitcoin leisten können. Die Antwort ist ganz klar, ja. Denn man muss nicht unbedingt einen ganzen Bitcoin kaufen. Bitcoin ist nämlich pro Einheit in 100 Millionen Satoshi unterteilt. Satoshi zu Bitcoin verhalten sich in etwa wie Cent zu Euro, nur noch kleiner. Man kann also 1/1000 Bitcoin für bereits wenige Cent kaufen und sein Investment somit jeder Geldbörse anpassen. Warum Bitcoin kaufen?
Es gibt verschiedene Gründe, warum immer mehr Menschen sich dafür entscheiden, Bitcoin zu kaufen. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile. Erstens, Dezentralisierung und Zensurresistenz. Bitcoin wird nicht von Regierungen oder Finanzinstitutionen kontrolliert. Das bedeutet, dass du die volle Kontrolle über deine Bitcoin hast und niemand deine Transaktionen einschränken oder verhindern kann. Zweitens, Potenzial für hohe Renditen. Da Bitcoin eine relativ neue und volatile Anlageklasse ist, gibt es ein erhebliches Potenzial für hohe Renditen. Viele Investoren haben bereits beachtliche Gewinne mit Bitcoin erzielt. Drittens, die Sicherheit. Bitcoin-Transaktionen werden mit kryptografischen Verschlüsselungstechniken gesichert. Dadurch sind sie äußerst sicher, es ist so gut wie unmöglich, sie zu manipulieren. Viertens, schnelle Transaktionen und flexible Gebühren. Wenn du BTC versendest, werden deine Transaktionen in der Regel in wenigen Minuten bestätigt. Das hängt auch davon ab, wie viel Gebühren du bereit bist zu zahlen. Wenn du es nicht eilig hast, kannst du auch weniger Gebühren einstellen. Die Transaktion dauert dafür etwas länger, schlägt aber oft die meisten SEPA-Überweisungen von Bank zu Bank. Was ist ein Bitcoin-Sparplan? Bei einem Bitcoin-Sparplan handelt es sich um eine Methode des Investierens, bei der man regelmäßig Bitcoin kauft. Das Ziel ist es, dadurch vom Dollar-Cost-Average-Effekt zu profitieren. Dabei sollen durch gleichbleibende, regelmäßige Investments Kursschwankungen ausgeglichen werden. Einen solchen Sparplan kann man bei den meisten Kryptobörsen und Brokern einrichten. Kann man eine Bitcoin-Aktie kaufen? Nein, man kann keine Bitcoin-Aktie kaufen. Es gibt keine Bitcoin-Aktie mit WKN, also einer Wertpapierkennnummer im eigentlichen Sinne. Unter Bitcoin-Aktien verstehen wir viel eher Aktien, die von Firmen stammen, die im Bitcoin- und Blockchain-Sektor aktiv sind oder von diesen profitieren. Dazu gehören etwa Coinbase, Block, ehemals Square oder Marathon Digital Holdings. Auch der multinationale Softwarehersteller MicroStrategy ist eng mit den Geschehnissen um Bitcoin verbandelt, was vor allem daran liegt, dass dessen CEO Michael Saylor bekennender Bitcoin-Fan ist. Ein Investment in den Blockchain- und Kryptosektor über Aktien kann dementsprechend sinnvoll sein, wenn man den herkömmlichen Finanzmarkt nicht verlassen möchte und trotzdem vom Kryptoboom profitieren will. Bitcoin-Aktien kann man in diesem Sinne bei klassischen Brokern kaufen. Kann ich Bitcoin anonym kaufen und verkaufen? Bei den meisten Anbietern ist es nicht möglich, Bitcoin anonym zu kaufen. Dennoch gibt es ein paar wenige Ausnahmen, um beim Kryptokauf seine Privatsphäre größtmöglich zu halten. Eine Methode wäre es, sich mit einer Person analog zu treffen und gegen Bargeld Bitcoin zu kaufen. Da hier jedoch das Betrugsrisiko sehr hoch ist, ist diese Variante nicht zu empfehlen. Einer der wenigen Anbieter, die für Bitcoin-Trades unter 1.000 € keine Verifizierung verlangen, ist Relay. Wer hier per Bankkonto überweist, ist aber in der Regel ohnehin bereits verifiziert. Auch zum Beispiel Bitget verlangt keine Verifizierung, wofür man dann allerdings ein tägliches und monatliches Abhebelimit in Kauf nehmen muss. Wer allerdings in krimineller Absicht seine Identität verschleiern möchte, dem sei gesagt, dass Bitcoin dafür nicht geeignet ist, da alle Transaktionen für alle Zeit und für alle Welt offen sichtbar in der Blockchain abgespeichert werden und schon ein einziger Anknüpfungspunkt reicht, um die ganze Kette aller getätigten Transaktionen einer Person zuordnen zu können. Bitcoin ist daher nicht anonym, sondern pseudonym. Wir hoffen, dass wir dir mit diesem Video die wichtigsten Fragen rund um deinen ersten Kauf von Bitcoin beantworten konnten. Wenn dir dieses Video weitergeholfen hat, dann lass uns gerne ein Like oder einen Kommentar da, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Weitere Videos zu Erfahrungen und Tests von Kryptobörsen und Brokern findest du hier bei uns auf YouTube.